Ich habe heute ein weiteres Osterkörbchen für dich. Heute nicht gefaltet, wie sonst so oft, sondern hier dieses Osterkörbchen. Okay, ein bisschen gefaltet ist es doch, aber mehr konstruiert mit zwei Klappen, links und rechts, so ein bisschen wie ein Picknickkorb, aber natürlich ganz witzig und gut zu verwenden als Körbchen für die Ostereier mit Ostergras drin, für den Ostersonntag. Ja, wie es geht, das zeige ich dir jetzt. Also bleib dran. Hallo und herzlich willkommen in meiner Kreativwerkstatt. Schön, dass du dabei bist. Ich bin Angela von der Stempelfamilie. Ein weiteres Osterkörbchen. Hier wird ja meistens so richtig gefaltet. Dieses hier ist ein bisschen gefaltet, aber dann ist es eher weiter konstruiert und zusammengebaut. Und wie das geht, das zeige ich dir jetzt sofort. Ich habe es in dieser Größe jetzt gebaut für dich. Das ist aus einem Blatt 6 x 6 Inch. Allerdings habe ich es gleich zugeschnitten auf 15 x 15 cm und wir arbeiten heute Meter. Ja, wir schneiden uns was zu. Das Stück Designerpapier in 15 x 15 cm. 2 Stück Farbkarton in den Maßen 8,2 x 8,2 cm. Nochmal Designerpapier in den Maßen 4,8 x 4,8. Da kannst du auch 4,5 nehmen, das zeige ich dir nachher noch. Und wir brauchen noch ein Stück, ich habe genommen 21 cm Farbkarton mal 1,4 cm. Und wenn du magst, kannst du dir noch ein Stück Designerpapier dazu zurechtschneiden, so als Auflage, nochmal als extra Zierelement. Ja, dann habe ich hier dieses streifige, das habe ich glaube ich in 1,2 geschnitten. Ich schaue mir das nachher gleich nochmal an, ob ich das noch ein bisschen schmaler mache. Das merken wir beim Arbeiten. Dekoration, Bling Bling, was auch immer. Da bist du ja völlig frei. Ich werde da nachher auch ein bisschen was draufsetzen. Schauen wir mal. Okay, ich nehme erstmal den Papierschneider, mit dem man noch falzen kann. Mein Stück prüfe ich gleich nochmal, ob ich das Richtige genommen habe. Ja, 15 x 15 cm. Braucht jetzt Falzlinien und zwar bei 5 cm. Designerpapier nicht so doll. Reihum bei 5 cm. Lässt sich einfach leichter merken. Also machen wir an alle 4 Seiten bei 5 cm. Und haben dann eine Grundform für ein Osterkörbchen, was auch schon schicki wäre. Haben wir auch schon öfter gemacht. Aber wir wollen ja dann weiterbauen. Also erstmal Falzlinien, diese Richtung und die andere Richtung. Und dann legen wir uns das so vor uns hin und schneiden die gegenüberliegenden Seiten, die Falzlinien, bis zur ersten Querlinie ein. Hier und hier drüben bis zur ersten Querlinie. Und gegenüberliegend, hier klappen wir schon mal. Hier drüben. So, auch. Und jetzt ist unser Körbchen in der Grundform gleich fertig. Habe ich auch schon mal gezeigt. Ist auch so schon total schicki. Dann wird es einfach so angesetzt. Vielleicht diese Mittelklappe sogar nach außen. Warte, ich drehe mich mal um. Ich glaube, ich habe eins stehen. Schau mal, hier ein bisschen größer. Ganz einfach diese Grundform. Henkel dran. Ein Tag oben dran gebunden. Ein bisschen dekoriert. Und fertig ist das. Heute also etwas kleiner. Und wir kleben jetzt auch anders. Und zwar kleben wir als erstes den Henkel an, damit wir dieses Maß hier in der Mitte haben. Den Henkel habe ich auf 1,5 geschnitten. Ich ziehe mir den jetzt mal über mein Falzbein. Dann wählt er sich schön. Und schaue ich, ob ich mir hier noch so eine Zierborte draufsetze. Mache ich einfach und schneide sie mir aber. Moment, der Henkel ist weg. Hier ist er. Schneide sie mir aber noch ein bisschen schmaler. Und zwar eher so auf 1,2. Jo. 1,2 klingt gut. Wenn es gerade wird, nehmen wir es. Wenn es schief wird, nehmen wir es nicht. Ah ja, das ist jetzt aber sehr schmal. Da habe ich zu schmal geschnitten. Moment, haben wir noch einen zweiten Streifen. 1,2. Versuch. Vielleicht mal richtig gucken hier. So nachmittags Kaffeestunde, weißt du? Da ist bei mir auch nicht mehr ganz so viel los. Also vor allem im Oberstübchen nicht. Da ist ein bisschen unkonzentriert, stellt sie gerade mal wieder fest. Also zweiter Versuch. Ah, naja. Wir schauen uns das jetzt gleich mal an, ob das so zu verwenden geht. Schauen. Ja, geht eigentlich. Ansonsten können wir auch noch ein bisschen was mit Augenmaß machen.
Also so schmale Stücken lassen sich einfach leichter schneiden, wenn man sie vom großen Stück abschneidet und nicht schmale Streifen schmalt. So, das setze ich hier drauf. Dafür nehme ich doppelseitiges Abreißklebeband und schneide mir dann den Rest einfach ab. Ja, es ist ja schon die Zeit vor Ostern, rückt immer näher, die Osterzeit. Jetzt zieht das hier ran und ich mache das ruhig so, dass ich die Biegung mit dabei habe, sonst gibt es zu viel Spannung. Genau. So, jetzt haben wir das Element. Und hier an dieses Mittelfeld klebe ich jetzt meinen Henkel mittig an. Dazu setze ich mir hier unten wieder Abreißklebeband, das bekannte, auf beide Seiten. Könntest du jetzt auch messen. Ich würde es so 1,5 Zentimeter an das Designerpapier rankleben. Mittig ist wichtig, dafür nehme ich gleich mal meine Karo-Unterlage und mittel mir das hier aus. Dann passt das gut. So ist gut. Drehe das Ganze um und mache das gleich bei der anderen Seite genauso. Kurz Folie abfummeln. Mittig anlegen. 5 cm wissen wir ja, müsste es eigentlich sein. Ziehe das hier rum. Suche mir das mittlerste Feld. Schaue, dass ich da auch wieder ausmittle. Passt. So. Und meine Schrägen setze ich jetzt vorne ran. So, dass die Spitzen hier oben relativ bündig an dieser Mitte sitzen. Ja, am Henkel da oben. So, okay, weiß ich jetzt, brauche ich hier vorne Klebefläche. Hier geht es relativ weit. Und hier oben so. Jetzt schauen wir das beim ersten Mal, ob das die ausreichende Fläche ist. Halten wir es hoch und habe ja gesagt, da an den Henkel, an die Ecke dran. Das passt super. Hinten guckt kein Klebeband raus, haben wir alles richtig gemacht. Machen wir auf der anderen Seite auch. Hier und hier oben. Und gleich reihum an die 4 Felder hier unten. Überall nicht ganz bis an den äußeren Rand des Feldes, weil dann würde der Klebstreifen rausgucken. Und so kleben wir unser Körbchen. So, das ist übrigens ein weiteres Workshop-Projekt, Online-Workshop-Projekt. Meinen März-Workshop. Wir dieses Jahr gemeinsam Osterkörbchen. Es gibt jeden Monat, wenn es bei mir im Terminplan passt, 2 Online-Workshops. Du kannst dich da gerne anmelden. Schreib mir einfach eine Nachricht. Oder schau auf meinen Blog, da findest du Termine. So, genau an die Kante ran. Das haben wir deswegen so gemacht, damit wir mit unserem Element hier oben, was die Deckel beinhaltet, praktisch gut zurechtkommen. So, ich habe jetzt 2 verschiedene Varianten. Das eine habe ich so gebaut, dass die Deckel einfach abzunehmen sind. So nach dem Motto, wenn wir das Körbchen mal reinigen möchten, ja, können wir den Deckel abnehmen. Und bei dem anderen habe ich das fest montiert. Du kannst jetzt die Variante wählen, die du für dich einfach schöner findest. Das dauert natürlich ein bisschen, bis ich das da wieder rangebaut habe. So, da sitzt er. Hier drüben habe ich das oben innen fixiert. Siehst du, geht auch. Genau, passt super. Den Ecken musst du mal ein bisschen schauen. Ich dann. Okay, schauen wir mal, wie wir weiterarbeiten. Jetzt kommen wir zu den 2 Stücken in den Maßen 8,2 x 8,2 cm. Die werden reihum gefaltet bei 1,5 cm. Falzlinie, Schneideklinge weit weg. 1,5 cm an allen 4 Seiten. Ups, hier rumpelt es ein bisschen, sorry. Und dann präparieren wir uns auch das Element. Ich lege mal das jetzt als Muster hin. Okay, wir schneiden jeweils hier ein und auch wieder, um das einfach genauso zu machen, auf der gegenüberliegenden Seite.
Genauso. Und dann nehmen wir zwei Seiten, und zwar jetzt hier die zwei aus dieser Seite, schneiden eine Schräge. Das wird nachher gleich rumgeklappt, um dem Ganzen das Ganze zum Deckel zu kleben. Auf der anderen Seite hier mache ich nur minimal schmaler. Und jetzt entscheidest du in dem Moment, lässt du die zwei Teile dran oder schneidest du sie ab. Wenn du sie abschneidest, dann kannst du den Deckel nicht ankleben, also nicht fixieren. Das musst du dir einfach überlegen. Ich zeige das jetzt einmal so rum und einmal so rum. So, schön falten. Und dann kleben wir die Ecken zusammen. Und zwar nicht alle 4. Du weißt ja warum. Das wird ja in der Mitte unser Steg. Hier auf der einen Seite zum Deckel kleben. Möglichst nicht schmieren. Ja, heute war mal Flüssigkleber dran. Ich hole mir mal ein Papier. Meine Lappen sind irgendwie wahrscheinlich alle in der Wäsche. Andere Seite ein bisschen Klebstoff auftragen und gut verteilen, umkleben, andrücken. Schauen, dass es einen guten Winkel vorne gibt, nämlich einen 90 Grad Winkel. Eine Seite und hier drüben bei dem Element auf der anderen Seite. Wiederum Winkel, Geschmiere rein bei und hier drüben genauso. Sollte da was überstehen, musst du es abschneiden. Hoch den Akt. So, ich schaue nochmal, dass das schön wird. Bei dem anderen habe ich natürlich doppelseitiges Abreißklebeband genommen. Hatte den Vorteil, ich habe dann keine schmierigen Hände. So, Nummer 1 und Nummer 2. Wir schauen mal, was unsere Deckel machen. Also die eine Serie da lang und die andere Serie da lang, passt wunderbar. Jetzt wird es hier oben eng. Also bei einer Seite, egal wie wir machen, schneiden wir schon mal die zwei Elemente. Und kleben jetzt beide Teile mittig genau aufeinander. Hätten wir auch schon vorher machen können, können wir aber auch jetzt machen. Jetzt genug geschmiert, nehmen wir also das doppelseitige Abreißklebeband und setzen die beiden da drauf. Ich gebe da zwei Streifen und nehme dann ein zweites Element und schiebe es hier bündig, gerade und bündig drauf. So. Sagt's noch und tut's dann nicht. Das ist immer so tun und sagen und tun. So, ich klappe die jetzt mal nach innen, dann hast du nochmal diesen Effekt, wo du überlegen kannst. Einmal so rum und die andere Seite. So rum klappen wir drauf und schon sitzt das Ganze. Und jetzt, wie gesagt, überleg dir das, machst es fest oder machst es nicht fest. Wenn du es fest machst, ist ja kein Problem. Dann müssen wir mit Klebstoff arbeiten. So, falls hier irgendwo was klemmt, hier klemmt so ein ganz kleines Stück, also schneide ich hier den Spalt minimal breiter. Trage dann bei der Schneidlinie praktisch knapp daneben geschnitten. So, trage jetzt hier meine Klebestreifen auf, beide Seiten. Also ist ja entschieden, ich werde es einkleben. Ein bisschen fummelig, weil man ja nicht da innen drin sitzen kann, während man andrückt. Du verstehst. Aber das kriegen wir hin. Dann erstmal auch das funktioniert. So, hier die Schutzfolie ab. Klappe das nach innen, dass nicht zu früh klebt. Fummeln wir das hier rein. Und setze mir eine Seite schon mal richtig fest und die andere Seite dann eben auch. Und jetzt sitzt es gut, dann halte ich das richtig, klappe eine Seite hoch und drücke es hier unten senkrecht dran. Und das hat ganz gut funktioniert. Und dann sitzt das. Schau mal, der Deckel auf einer Seite hält er. Und das machen wir jetzt auf der anderen Seite genauso. Schutzfolie abziehen. Ja, wenn dir das zu frickelig ist,
Ja, gibt es natürlich die Möglichkeit, nicht anzukleben. Dann schneidest du diese beiden Ecken einfach ab. So, jetzt haben wir es so rum angepasst. Jetzt drehen wir das ganze Ding um. Es hält so. Und da drücken wir fest. Und es sitzt links und rechts. Die Klappen können wir hochklappen. Und unser Körbchen ist schon ziemlich weit. Jetzt nehmen wir die zwei Flächen. Da würde ich sagen, du hast die Möglichkeit, diese hier sind 4,8 cm. Das Mittelstück ist ja etwas größer, eben nicht 5,5, sondern etwas mehr. Und deswegen bin ich hier auf 4,8 und komme mit der Mattung ganz gut hin. Oder ich nehme 4,5. Das wären die Elemente, da ist es einfach etwas kleiner und hat eine breitere Mattung. Hier habe ich mir dann noch einen Streifen geschnitten in der Mitte, damit das so im Ganzen dann noch zusammenpasst und dann nicht der einfarbige übrig bleibt, sage ich mal. Wir schauen mal, wie wir das machen. Ich klebe das Feld auf. Wieder eine Sache von wegen Sparkleber. Und gehe mal streifenmäßig so rum. Setze das da schön mittig auf, drücke schön an. Ein Feld, andere Feld. Wunderbar. Passt prima. Hätte ich natürlich auch vorher machen können, ist klar. Ja, dann hätte ich hier noch ein kleines Element. Warum nicht? Würde das da innen reinsetzen. Hat natürlich jetzt die andere Streifenrichtung. Wenn du es magst, tu es. Ich mag's. So, und da die Hände schon genug kleben, nehmen wir hier den doppelseitigen und setzen das da mitten dran. Ja, man witzig mit der Richtungsverschiebung. So, das ist so. Du kannst natürlich überlegen, wenn du Freude dran hast, dann setzt da hier vorne noch überall. Kannst auch lassen. So, soweit haben wir. Jetzt habe ich hier mal die mittelgroße Gänseblümchenstanze. Schau mal, ob es aktuell lieferbar ist. Ich wollte sie einfach mal wieder verwenden. Hier noch ein bisschen Farbkarton. Und ziehe mir hier die Ecken ein bisschen drüber. Und nehme eins von Klebepunkten. So nach dem Motto, so schnell kannst du Blumen machen. Mach das fertig, nehme ein doppelseitiges Abstandsklebepünktchen und setze das hier unten drauf. Kann man machen, ne? Ist ja mal ein Schicki, warum nicht? Kann auch zu bunt sein, aber grundsätzlich geht das. Dann habe ich hier noch einen Kreis gemacht. Ja, dann könntest du noch einen weißen Kreis setzen oder nur einen Glitzerstein. Ich setze mal jetzt hier im Moment nur einen Glitzerstein rein. Weil hier liegen einfach welche. Kommen Sie mal rum. Moment. Ich fange gerade meinen Glitzerstein ein. Setze den hier rein. Und weil wir einmal dabei sind, setzen wir hier noch eben so als Schraube praktisch gedacht. Und auf die andere Seite auch eine Schraube. So, was hätten wir jetzt noch? Haben wir hier einen Kreis. Ja, so oder so. Dann haben wir hier frohe Ostern. Das stempeln wir erstmal auf den Kreis. Da oben hin. Kann man machen. Dann haben wir hier ein Bändchen. Binden wir dran. Ein bisschen Sparfuchs, also ein bisschen kürzer binden. Ziehen wir uns mal die Ohren da lang. So, schnippeln uns das nachher noch zurecht, so wie ich mich kenne, wird da wahrscheinlich noch mal ein bisschen abgeschnitten und neu gebunden. Das kürze ich mir also nachher noch mal so richtig, wie ich es gern hätte. Das ist so rum war. So. Okay. Ja, und jetzt haben wir es hier. Nehmen wir das, schneiden uns hier einfach die Hälfte ab. Warum nicht? Wir haben so einen Halbkreis, ist ja mal auch witzig, ne? Und setzen den hier oben dran. Was denkst du? Ja, einfach machen, ne? So. Bis zum Abwinken. Halbkreis auf die Hälfte gesetzt. Da der Augenmaß wie so. Und weil wir natürlich so mit Bling Bling heute unterwegs sind, wird hier gleich noch mal ein bisschen nachgeblinkt.
Aber so ist mal eine extravagante Deko, würde ich sagen. Da habe ich nicht lange drüber nachgedacht vorhin. Lassen wir jetzt so. Legen wir jetzt hier hin. Dann stellen wir noch eins hin. Und dann hier hinten mal noch eins hingestellt. Ach, wir legen das auf und wir stellen das. So ein schönes Schlussbild, oder? Müssen wir ein bisschen aufräumen. Machen wir noch. Kommt später. Ja, wie findest du das Körbchen? Soll ich lieber weiter Körbchen falten, als dass ich auch mal eins mache, wo fast nichts gefaltet wird? Kannst du mir natürlich gern schreiben. Daumen hoch ist gern genommen. Kanal abonnieren, freue ich mich ohne Ende. Kommentare, bin ich glücklich. Ich versuche auch zu antworten. Hier geht es weiter mit noch mehr Anleitungen und Tipps, also bleib dran und sei gespannt. Bis gleich in einem meiner nächsten Videos. Ich freue mich auf dich. Deine Angela von der Stempelfamilie.